Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, in Kürze steht für Sie eine ganz wichtige Entscheidung an, nämlich welche Schule ist ab Klasse 5 für Ihr Kind die richtige Schule. Heute befinden wir uns in der Hohe-Githorst-Schule. Mein Name ist Beate Friedrich, ich bin die Schulleiterin der Hohe-Githorst-Schule. Und an meiner Seite? Mein Name ist Renate Schlüter und ich bin die Schulleiterin der Arnold-Janssen-Schule. Die Frage können wir Ihnen übrigens heute nicht beantworten, aber wir könnten Ihnen Entscheidungshilfe geben, indem wir nämlich die beiden Hauptschulen der Stadt Bocholt Ihnen heute vorstellen. Gern würde ich beginnen mit meiner Schule. Ja. Meine Schule ist eine katholische Schule, aber wir haben die Schule geöffnet für alle Kinder. Wir haben einen verbindlichen Religionsunterricht, ja, aber die Eltern, die in der Vergangenheit ihre Kinder bei uns angemeldet haben, tun das im vollen Bewusstsein, dass wir auch Rücksicht nehmen auf ihre Konfessionen. Jetzt ist es bei euch ein bisschen anders an der Stelle. Ja, das ist richtig. Die Hohe-Githorst-Schule ist eine städtische Hauptschule. Auch wir bieten Religionsunterricht an. Aber neben dem Religionsunterricht haben wir auch die praktische Philosophie. Das ist ein Angebot für alle Kinder, die nicht katholisch oder eben einer anderen Religionsgemeinschaft angehören. Das ist ein markanter Unterschied, denn da kann ich an unserer Schule keine Ausnahme machen. Ich habe auch kein Alternativangebot dafür. Nichtsdestotrotz, beide Schulen sind im Ganztag. Die Arnold-Janssen-Schule macht das schon geraume Zeit. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen geübt und wir haben ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Festgestellt haben wir, dass der ganze Tag für die Kinder als Lernzeit zu nutzen deutlich effektiver ist als ein bunter Strauß an Angeboten. Ihr befindet euch noch im Aufbau. Wie zeigt sich das bei euch? Ja, wir haben jetzt in diesem Schuljahr erstmalig den Jahrgang 5 im Ganztag. Und wir haben uns natürlich von vielen Erfahrungen von anderen Schulen, auch von euch, Ideen in unseren Schulalltag hineingeholt und haben auch in unserem Ablauf den Vormittag mit Fachunterricht und es gibt eine Mittagspause. Aber wir haben eine Besonderheit. Bei uns beginnt der Tag in einem offenen, freien Anfang, denn ab 7:30 Uhr bieten wir ein kostenfreies Frühstück für alle Kinder an. Jeder ist herzlich eingeladen, dieses kostenfreie Frühstück anzunehmen, in Ruhe an der Schule anzukommen, gemeinsam diese halbe Stunde vor dem Unterrichtsbeginn zu verbringen und dort gut gestärkt und entspannt in den Unterricht zu beginnen. Das ist eine richtig schöne Idee, es gefällt mir gut. Ich muss gestehen, das bieten wir leider gar nicht an. Bei uns sind die Schulzeiten von 8 bis 15 Uhr in der Regel und wir haben eine Mittagspause von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr. So wie Frau Friedrich gerade schon erklärt hat, gefüllt ist die Stundentafel mit einem breiten Angebot an Fächern, aber eben auch an Lernzeiten. Wir wollen den Ganztag nutzen. Für die Mittagspausengestaltung haben die Kinder ganz unterschiedliche Optionen, wo sie sich im Gebäude aufhalten können. Wir haben einen Ruheraum, wir haben einen Raum, in dem Aktion stattfindet. Auch auf dem Schulhof gibt es Betreuer, die Angebote machen, sodass ihr Kind den Nachmittag dann hoffentlich mit neuer Kraft und motiviert fortsetzen kann. Wie gestaltet sich das bei euch denn, wenn ihr noch im Aufbau seid? Ja, das ist jetzt etwas interessant, weil wir den Jahrgang 5 im Ganztag laufen haben und wir dort die ähnliche Zeitstruktur haben, wie ihr das auch habt. Wir haben um 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Mittagspause, wo die Kinder in der Mensa Mittagessen gehen können, wo sie sich austoben können, wo sie Ruhe finden können im Ruheraum oder sich einfach mit anderen im Chilling Room treffen können, um dort die Zeit zu verbringen. Und dann haben wir um 13:30 Uhr eine Lernzeit. Und in dieser Lernzeit bereiten wir gerade jetzt die Kinder im Jahrgang 5 auf das selbstständige Lernen vor. Sie sollen sich selbst organisieren lernen, sich die Lernmethoden kennenlernen, so dass sie dann in dem Schulalltag, der für Sie natürlich an 3 Tagen bei uns deutlich länger ist, als es bisher der Fall war, dass Sie sich dann auch selber organisieren können und auch
diesen langen Schultag gut bewältigen können, ohne mit übermäßigem Stress nach Hause gehen zu müssen. Eine Lernzeit extra ausgewiesen haben wir an der Arnold-Janssen-Schule nicht. Bei uns ist Lernzeit an die einzelnen Fächer gekoppelt, weil wir über unsere lange Zeit des Ganztags erfahren haben, aus dem Unterrichtsgeschehen heraus im Fach muss angeleitet werden. Wie organisiere ich mich denn selbst? Wie kriege ich das mit meinen Büchern hin? Wie mache ich meinen zeitlichen Ablauf, damit ich die Zeit, die in einer Halbtagsschule für Hausaufgaben nötig wäre, sinnhaft genutzt werden kann bei uns. Wir haben angebunden an die Fächer Deutsch, Englisch und Mathe im weiteren Verlauf tatsächlich dann auch eine ganze Stunde in der Stundentafel, die für individuelles Lernen bereitsteht. Die Kinder haben Materialien zur freien Arbeit zur Verfügung, die dürfen sich das auch selber einteilen, aber die Kollegen gucken am Ende einer Woche, ob jemand auch wirklich fleißig gearbeitet hat, sodass wir auch nach Hause eine Rückmeldung geben können oder den Kindern auch eine Rückmeldung geben können oder auch konkret nach einer Klassenarbeit sagen können, da hast du eine Baustelle. Nimm doch mal deinen Lernordner mit dazu und schau mal, was du aus dem Bereich noch dazu üben könntest. Hilfestellung bekommen die Kinder von unseren Fachlehrern, weil sie ja im Unterrichtsgeschehen mit dabei sind. Jetzt gibt es eine Besonderheit für uns beide Schulen. Wir sind beide Schulen des gemeinsamen Lernens. Ja, gemeinsames Lernen, was heißt das? In unseren Klassen befinden sich Kinder auch mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und wir haben auch Kinder, die in der Integration sind, die also Deutsch nicht als Muttersprache haben, sondern eben erst seit einer gewissen Zeit hier in Deutschland leben, vorher Deutsch als Zweitsprache in der Erstförderung hatten und nach einer gewissen Zeit dann auch in die Regelklasse integriert werden. Und dieses gemeinsame Lernen wird unterstützt. Da steht der Fachlehrer nicht alleine, sondern wir haben in unserem System Sonderpädagogen, wir haben Mitarbeiter im multiprofessionellen Team, die entsprechend dieses gemeinsame Lernen unterstützen. Und auch unsere Schulsozialpädagogen sind Mitglieder in diesem multiprofessionellen Team und gemeinsam mit den Fachlehrern, mit den Sonderpädagogen wird dieses gemeinsame Lernen in den Klassen durchgeführt und erfolgreich auch bewältigt. Das ist bei uns ganz ähnlich. Wir haben zu den Integrationssituationen, die sich aus der Flüchtlingssituation ergeben haben, aber eben auch Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Und die Stadt Bocholt hat uns damals bei der Umbauphase sehr unterstützt und hat unsere Idee von Inklusion gut verstanden. Wir haben die Möglichkeit, die Kinder durchgängig im Lernsystem zu halten. Es sei denn, Sonderpädagogen signalisieren, jetzt braucht es eine ganz kleine, behütete Lerngruppe und ich kann nach nebenan in den angrenzenden Differenzierungsraum gehen. Ich bin gar nicht abgeschottet von der Klasse, denn ich kann durchaus sehen, was im eigentlichen Raum passiert. Und ich kann auch wieder zurückkehren, wenn mein Platz jetzt wieder in dem grundsätzlichen Klassensystem ist. Wir haben da super schöne Erfahrungen mitgemacht und wir sehen auch, dass es für Kinder ohne Bedarfe genauso effektiv ist und erfolgsversprechend ist wie die Kinder, die einfach mitgetragen werden durch die Klasse. So verstehen wir Inklusion und das ist uns an der Arnold-Janssen-Schule besonders wichtig. Das unterscheidet sich bei uns gar nicht so sehr, Nee, ist richtig. Muss ich dazu sagen. Wir haben auch die Möglichkeit, in kleineren Gruppen in einem Differenzierungsraum zu arbeiten. Wir haben auch die Möglichkeit, ein spezielles Lernbüro dafür zu nutzen. Die Kollegen versuchen aber möglichst viel Zeit auch in der Klasse mit allen Kindern gemeinsam zu arbeiten, um wirklich den Gedanken der Inklusion auch so zu praktizieren. Ja. Denn wenn ich die Kinder immer in einer Extragruppe unterrichte, dann ist der Inklusionsgedanke nur marginal vorhanden. Genau so ist das. Ich denke, da sehen Sie, beide Hauptschulen haben genau die gleiche Haltung zur Inklusion. Richtig. Und auch zur Integration. Ja, richtig. Da ist unsere Haltung genau auch gleich. Wir integrieren diese Kinder sehr frühzeitig und sehr schnell in die Regelklassen. Denn nur wenn sie sehr, sehr viel in diesem deutschen Sprachbad sich aufhalten, dann können sie auch ihren passiven und auch den aktiven Wortschatz, deutschen Wortschatz,
erweitern, sie können ihn festigen und sie merken, dass sie zur Klasse gehören, dass sie zwar einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringen, eine andere Sprache zu Hause noch sprechen, dass sie aber genau zu diesen Kindern in der Regelklasse dazugehören und an allen schulischen und außerschulischen Aktivitäten teilhaben können. Frau Friedrich hat gerade ihr Personal angesprochen. Selbstverständlich gibt es an der Arnold-Janssen-Schule ebenfalls Sonderpädagogen und Schulsozialarbeiter. Und auch bei uns gibt es Menschen, die im multiprofessionellen Team arbeiten. Sie sehen, es ist eine Konstellation von Kräften, die sich sehr um ihr Kind bemühen. Und wenn Sie sich entscheiden, Ihr Kind an eine der beiden Hauptschulen anzumelden, dann tun Sie das hoffentlich in der ganz deutlichen Überzeugung, dort wird mein Kind gesehen, es wird gefördert und es wird begleitet durch seinen ganzen schulischen Werdegang. Und das Besondere, das uns beiden Hauptschulen auszeichnet, ist, wir müssen ja auch den Übergang gestalten und der spielt bei uns eine große Rolle. Deshalb ist bei uns das in einer Weise aufgebaut, dass man von 3 Phasen sprechen könnte. Der erste Übergang wäre der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Das erfolgt nach der Klasse 4. Sie gehen über, auch bei uns, in eine Erprobungsphase für die Klassen 5 und 6. Der Schwerpunkt der Persönlichkeitsbildung, der Wissenserweiterung, der Kenntnisschärfung liegt in diesen beiden Jahren. Und am Ende der Erprobungsstufe wird noch einmal überprüft, ist die Hauptschule die passende Schulform oder kann es vielleicht doch noch einen Aufstieg in die Realschule geben? Aber wir stellen fest, dass es ganz, ganz viele Kinder gibt, die genau dann bei uns an der richtigen Stelle sind, wenn sie als Eltern sich dafür entschieden haben, dass das Kind an der Hauptschule beschult werden soll. Auch das kann ich bestätigen. Wenn der Moment da ist, dass Ergebnisse so erfolgversprechend sind und die Eltern dann zum Gespräch bei uns sind, fällt in der Regel die Entscheidung tatsächlich für unsere Schule, weil sie diesen erfolgsversprechenden Verlauf einfach nicht unterbrechen möchten. Und ich kann einfach nur ermutigen, Sie werden später noch einmal sehen, warum, dieser Weg an der Schule, dass man den fortsetzen kann, ist für die Kinder deutlich zufriedenstellender, weil sie sich nicht auf neue Dinge einstellen müssen, nicht einen Bruch in ihrer Bildungsbiografie haben. Für uns beide kann ich dafür sprechen, gerade die Anfangsphase ist ganz stark davon geprägt, ihr Kind stark zu machen. Persönlichkeitsentwicklung, sagte Frau Friedrich gerade schon. Genau. Wir haben ganz unterschiedliche Angebote, das Kind stark zu machen. Im Plan steht ganz fix verankert Erwachsenwerden, Life-Skills-Programm, das wir fortführen bis in die 7. Klasse, aber gerade in der 5. Klasse und in der 6. Klasse ist das ein ganz wichtiger Baustein. Dazu kommt dann etwas, was in unserer aktuellen Zeit extrem wichtig ist, das Social Network Training. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, beide Programme werden auch bei euch genauso durchgeführt. Beide Programme laufen bei uns, sind fest im Stundenplan integriert. Genau. Also das Erwachsenwerden für das Social Network Training, auch das ist integriert sowohl im Fachunterricht, beim Informatikunterricht wird es mit integriert, aber wir arbeiten da auch mit externen Partnern zusammen, und die uns immer wieder unterstützen, um da die Kinder für diese sozialen Medien, für diese Nutzung der sozialen Medien fit zu machen und sie aufzuklären und auch vor Gefahren zu bewahren. Unsere Erfahrungen zeigen auch, wir beide bekommen immer Kinder aus allen Grundschulen und haben in der Regel nie eine gemeinsame Basis, an der wir ansetzen können. Also macht es Sinn, aus unserem jeweiligen Schulsystem heraus unsere Kräfte dazu zu holen, die Schulsozialarbeiter, aber auch eben die Menschen aus dem multiprofessionellen Team, dass wir Sozialtraining in die Klassen geben. Richtig. Und da wir das im eigenen Hause haben, können wir uns einmal systematisch daran machen, ihre Kinder zu unterstützen und zu begleiten, zum anderen aber auch punktuell nach Bedarf zu sagen, und jetzt haben wir eine
vielleicht anspruchsvolle, herausfordernde Phase bei der Findung in der Klasse. Und jetzt geben wir noch einmal Unterstützung rein. Die Klassenlehrer begleiten das in der Regel, ziehen sich aber auch als Beobachter gerne mal zurück. Aber es sind dann die Schulsozialarbeiter, die diese sozialen Trainingseinheiten systematisch mit ihren Kindern, aber eben auch nach Bedarf so durchführen können. Ich denke, ihr habt einen ganz ähnlichen Ansatz. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Programm Erwachsenwerden ist etwas, was auch in der Hauptverantwortung bei unseren Schulsozialpädagogen liegt, die das anleiten mit den Klassen, die Klassenlehrer unterstützen. Es gibt immer wieder Elemente, auch in anderen außerunterrichtlichen Situationen, wo wir auch mit außerschulischen Partnern, zum Beispiel auch mit der Akademie Klausenhof, ganz eng zusammenarbeiten. Wenn es uns dann gelungen ist, aus diesen vielen, vielen verschiedenen jungen Menschen, die zu uns kommen, dann vielleicht eine Klassengemeinschaft gestaltet zu haben, dann nimmt ab der Klasse 7 der nächste Schwerpunkt seinen Raum ein. Das ist die fachlichen Kompetenzen, die angebahnt werden müssen. Und da werden ihre Kinder erleben, dass aus dem Sachunterricht der Grundschule plötzlich 5 verschiedene Fächer werden. Und es ist schon sehr anspruchsvoll für die Kinder. Wir erweitern an den Hauptschulen dann aber über Wahlangebote, weil wir ja bei dem Ganztag sind, noch einmal das Feld, auf dem sich ihre Kinder orientieren können. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Du hast da eben schon mal vorhin gesprochen, als wir uns vorbereitet haben. Ja, also noch sind wir ja im Aufbau. Wir haben das auch jetzt noch nicht alles abgeschlossen, aber es gibt natürlich den sportlichen Bereich, der ganz, ganz wichtig ist. Es gibt auch einen kreativen Bereich, im Bereich Technik, wo die Kinder sich dann in der Verarbeitung mit verschiedenen Materialien schon auch austesten können. Und wir haben 2 Schwerpunkte bei uns. Zum einen haben wir einen Schulgarten angelegt, der jetzt sehr erfolgreich auch durch 2 Kollegen betreut wird, wo wir eigenes Obst und Gemüse anbauen, was dann wiederum in unserem Hauswirtschaftsunterricht verwendet wird. Das ist toll. Wir zeigen den Kindern, was gehört alles zur Pflege dazu, bis zur Ernte. Und die Kinder erleben dort einen Bereich, den sie nicht in allen Haushalten haben, je nach Wohnsituation. Und wir erleben auch die Kinder in einem ganz anderen Zusammenhang. Und es geht eben nicht nur um das fachliche Wissen. Und ein zweiter großer, wichtiger Bereich unserer Schule ist unsere Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Arbeitsgemeinschaft, eine Gruppe, die sich über mehrere Jahre jetzt ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Die Gruppe hat ein Integrationsbüro installiert, wo Schüler in Krisensituationen sich untereinander beraten, wo man gegen Rassismus und Diskriminierung aufklärt und Aktionen durchführt. Und dieses Integrationsbüro hat erfolgreich im letzten Jahr den Integrationspreis der Stadt Bocholt gewonnen, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ja, mein Respekt. So ein Büro haben wir nicht, aber wir haben auch einen Garten. Genau. Seit der Umbaumaßnahme an der danebenliegenden Grundschule wird bei uns leider kein Gemüse mehr angebaut, aber unsere Kinder sind sehr kreativ und wir haben fantastische Unterstützer in Bocholt gefunden. Große Gärtnereien haben uns bereitwillig mit Pflanzen unterstützt und ganz fantasievoll und kreativ, vielleicht nicht immer so ganz professionell, gestalten unsere Kinder diese grüne Zone vorne an unserem Eingangsbereich, wo man dann bei Sommertagen auch ganz fantastisch draußen Unterricht machen kann. Und aktuell läuft für unsere Schule ein, wie ich finde, ganz spannendes Projekt. Meine Schule hat sich gemeldet für einen Wettbewerb. Sie wollen einen Wasserspielplatz für den großen Garten bauen, an dem im Sommer die Kinder kreativ agieren können. Ich habe aus dem letzten Sommer erlebt, die hören gar nicht auf zu buddeln. Freitags späten Nachmittag müssen wir sie daran erinnern, dass sie auch nach Hause gehen müssen. Ich verspreche mir da sehr viel von, weil, so wie du gerade gesagt hast, ich erlebe die Kinder da ganz, ganz anders, mit einem unfassbaren Eifer. Und Sie können sich schon vorstellen,
Da spielt das Fach Technik mit hinein, das Fach Biologie mit hinein und tatsächlich auch das Fach Physik. Ich muss mir nämlich überlegen, wie leistungsstark muss denn die Pumpe sein. Ich finde es faszinierend, wie sie sich dann bereit machen, tatsächlich da auch dann fachlich zu lernen. Das ist der kleine Köder, den wir dann haben und fächerübergreifend arbeiten können. Ja, mit dem fächerübergreifenden und mit den verschiedenen Fachbereichen hast du jetzt auch einen Bereich angesprochen, der natürlich für unsere Schulen ganz, ganz wichtig ist. Die Anbahnung auch der beruflichen Orientierung. Ja, genau. Es geht natürlich, wir beginnen frühzeitig mit diesen verschiedenen Elementen, um unsere Schülerinnen und Schüler für die Berufswelt vorzubereiten. Was können die Kinder? Erst einmal herausfinden, welche Potenziale haben sie, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten. Viele Kinder wissen oftmals gar nicht, was sie alles können. Das wird ab Klasse 8 mit den verschiedenen Elementen einer Potenzialanalyse, der Berufsfelderkundung, der innerbetrieblichen, aber auch der außerbetrieblichen Berufsfelderkundung, über Praktikumszeiten in Klasse 9 und 10, über freiwillige Praktika in den Ferien, über Girls und Boys Day. Ja. Alle diese Elemente, die die Kinder auf die Berufswelt vorbereiten sollen, werden bei uns angebahnt, installiert, die Kinder werden unterstützt. Das wird einmal durch das schulische Personal erfolgen, aber wir sind auch in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern auf diesem Weg, wo wir eine sehr gute Unterstützung durch die außerschulischen Partner bekommen. Das ist die Kreishandwerkerschaft, die uns unterstützt, die Arbeitsagentur, die mit dabei ist. Und Frau Friedrich hat gerade schon alle Elemente beschrieben, die es natürlich auch an unserer Schule gibt. An der Arnold-Janssen-Schule gibt es noch die Besonderheit, wir nennen es immer Mittwochs im Betrieb. Unsere Schüler der Klasse 10a sind ganz regelmäßig jeden Mittwoch in einem Betrieb und sind für einen tatsächlich dann längeren Zeitraum Mitarbeiter eines Betriebes und können also auch diese Belastung noch einmal ganz anders erleben. Selbstverständlich gibt es im Vorfeld eine sogenannte Kompaktwoche. Ich lerne alle Abläufe innerhalb einer Woche in diesem Betrieb kennen und dann bin ich aber auch Teilnehmer in diesem Betrieb an jedem Mittwoch. Frau Friedrich hat eben schon erklärt, das wird gut begleitet. Wir haben beide jeweils einen Ausbildungslotsen an der Schule. Es wird genau darauf geschaut, ist das eine tragfähige Konstruktion oder steckt vielleicht etwas dahinter, was dem Kind vielleicht doch nicht gut tut oder ist der Betrieb vielleicht auch gar nicht so geeignet. Dann wird gleich interveniert, aber es wird eben auch ganz intensiv unterstützt und ich glaube, da spreche ich auch für deine Schule. Wir können wirklich große Erfolge verzeichnen, dass aus all diesen Anbahnungsmomenten am Ende auch Arbeitsverträge, Ausbildungsverträge resultieren. Und wenn es dann doch noch mal schwierige Situationen gibt, aus verschiedenen Gründen, auch dann haben wir an unseren beiden Hauptschulen noch mal ein besonderes Element, das Hilfeplanforum. Ja. In diesem Forum treffen wir uns einmal im Monat und es sitzen Beteiligte der Schule, der Kreishandwerkerschaft, des Arbeitsamtes, des Jobcenters und des Jugendamtes zusammen. Und dann wird gemeinsam geschaut, welche Unterstützungsmöglichkeiten benötigt das Kind, noch benötigt die Familie, um diesen Übergang in die Berufswelt erfolgreich zu meistern. Ja, und ganz oft ergeben sich aus unseren Beratungsgesprächen besondere Wege, die man einschlagen kann. Die könnten wir beiden Schulen den Kindern allein gar nicht offerieren. Nein, wir sind auf die Unterstützung ja zum Beispiel auch durch das Jugendamt angewiesen, wenn es um Finanzierungsmöglichkeiten geht. Oder wenn es auch noch mal um bestimmte Untersuchungen geht, um noch mal herauszufinden, wo kann es auch, bevor es in eine reguläre Ausbildung geht, noch eine Vorbereitung für die Ausbildung davor geschaltet werden. Da brauchen wir die außerschulischen Partner, weil das können wir als Schule gar nicht alleine entscheiden. Aber das
Tolle an diesem Hilfeplanforum ist, dass wir eine so vertraute Gruppe sind, dass wir untereinander wirklich die Kinder gut in den Blick nehmen und nach den Bedürfnissen entsprechend dann auch die Entscheidungen treffen. Und eigentlich glaube ich, ich kann für uns beide sprechen, es gelingt uns immer am Ende einer Schullaufbahn einen geeigneten Weg zu finden, einen geeigneten Anknüpfungspunkt zu finden, wo Ihr Kind passend ankommen kann. Ja. Und da wären wir auch schon bei unseren Schulabschlüssen. Ich glaube, dass vielen Eltern noch gar nicht bewusst ist, wie breit wir aufgestellt sind in unseren Angeboten. Genau. Wir fangen an mit dem ersten Schulabschluss nach Klasse 9. Der ist möglich für alle Kinder. Und schon mit dem ersten Schulabschluss nach Klasse 9 kann ich verschiedene Möglichkeiten danach weitergehen. Ich kann aber auch noch ein Jahr an der Hauptschule weiter verbleiben. Genau. Und dann habe ich 2 Möglichkeiten nach Klasse 10. Ich kann nach der Klasse 10 den erweiterten Schulabschluss nach Klasse 10 erwerben. Oder, wenn ich eben die guten Noten dafür habe, kann ich den mittleren Schulabschluss erwerben. Dieser Abschluss entspricht dem Realschulabschluss, wenn man das so umgangssprachlich nennt. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, wenn der mittlere Schulabschluss mit einer besonderen Qualifikation erworben wird, dann kann ich danach auch die gymnasiale Oberstufe besuchen. Und da gibt es ja dann auch viele verschiedene Möglichkeiten, ob direkt am Gymnasium oder an einem Berufskolleg. Aber diese 4 verschiedenen Möglichkeiten bieten wir als Hauptschule. Und viele von unseren Abschlüssen der letzten Jahre waren Abschlüsse auch mit dem mittleren Schulabschluss, mit dem Realschulabschluss. Genau. Ich bin auf meine Schule ganz stolz, denn wir haben immer einen sehr stabilen Prozentsatz an Schülern, die wirklich mit einem qualifizierten mittleren Abschluss unsere Schule verlassen und tatsächlich auch den Faden für die Oberstufe aufnehmen. Was ich außerdem noch anmerken möchte, es schlägt sich die Qualität unserer Arbeit tatsächlich auch in den Vergleichsarbeiten Vera 8, nenne ich mal, nieder, weil für uns da nochmal ganz deutlich mit einem neutralen Messinstrument gezeigt wird, doch, wir leisten gute Arbeit. Denn wir liegen in der Regel über dem Landesdurchschnitt und wir liegen in der Regel mit den Ergebnissen unserer Schüler auch über die Vergleichsschulen. Das bestärkt uns beide, dass wir gute Arbeit gemacht haben. Auf jeden Fall. Und auch die Ergebnisse auch in den Abschlussprüfungen, die zentralen Prüfungen, die am Ende der Klasse 10 bei uns gemacht werden, auch da zeigen unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie über die vergangenen Jahre die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben, um auch diesem Prüfungsverfahren sich zu stellen und das auch erfolgreich zu meistern und dann eben entsprechend auch die Abschlüsse zu erwerben, die sie dann auch vorhatten und die auf die sie hingearbeitet haben. Was unterscheidet uns jetzt von den anderen Schulformen? Unsere Systeme sind klein und damit auch überschaubar für Sie und für Ihr Kind. Ihr Kind muss am Ende der Orientierungsstufe nicht unsere Schule verlassen. Wir bringen das zu Ende, was wir angefangen haben. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder irgendeine Sorge Sie quält, weil Sie was Besonderes mit uns beraten möchten, kontaktieren Sie uns. Rufen Sie uns an. Für persönliche Gespräche stehen wir zur Verfügung. Und wir freuen uns, Sie dann in der Anmeldewoche bei uns begrüßen zu können. Das gilt auch für mich. Vielen Dank. Dankeschön.